Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Für euch Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind unter anderem ITA, eine schwarze Null trotz Flottenproblemen, Air Baltic, die 10%, die die Lufthansa dort gekauft hat, sind vollzogen. Das heißt also, Lufthansa ist offiziell da beteiligt. Lufthansa Allegris Business Class, welches ist überhaupt der beste Sitz? Und was haben wir noch? Der NPS, der Net Promoter Score bei den Allegris-Flügen bringt nicht nur mehr Kundenzufriedenheit, sondern auch Pinke. Also wir haben ja oft darüber berichtet, dass die mehr Geld kriegen, die Lufthansa für die Allegris. Also geht da die Wette auf. Cathay Pacific, ja, die haben ja Probleme mit dem Super Typhoon, glaube ich war es. Sie sind aber immer eine Fluggesellschaft, die genannt wird, wenn es darum geht, Kundenzufriedenheit durch flexible Lösungen anzubieten und durch Service. Aber sie versagen komplett wieder, wenn es darum geht, auf andere Fluggesellschaften umzubuchen, die trotzdem fliegen. Und als letztes Thema nochmal eine kleine Erinnerung, dass es auch Avios-Only-Flüge gibt, so wie es Only-Flüge gibt für Lufthansa Miles & More. Also das heißt für uns meinen Fetischisten eventuell ein Weg, ein besonderes Erlebnis zu erleben. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich ganz, ganz wichtig, kommt aufs Cool, da können wir die Themen besprechen und uns der Sachen annehmen. Hier in Kalifornien ganz früh am Morgen, 7 Uhr, die Sendung. Das hat noch keine Sonne, die müsste gleich kommen, also hoffe ich zumindest, aber kalt ist es auf jeden Fall nicht. Das erste Thema ist ITA. Die haben eine schwarze Null trotz Flottenengpass. Jetzt fragt ihr euch, wie, die haben Flottenengpass? Ja, Flottenengpass. Lufthansa hält ja aktuell 41% an der ITA-Option auf 90% bis 2026. So sind einmal die Fakten. Und der ITA-Chef Jörg Eberhard sagt, 2025, man ist auf gutem Weg zum Break-Even. Heißt also, dass man dort viel Spaß hat. Und Q1, Q2, das Betriebsergebnis ist um 40 Millionen Euro verbessert worden. Das heißt also, man hat jetzt noch ein Minus von 45 Millionen, also nur so. Aber es ist halt besser. Ne? Der Sommer 2025, 3 Millionen Passagiere sind minus 14% gegenüber 2024. Also da hat man auch Einbußen gehabt. Dafür hat man aber höhere Ticketpreise durchsetzen können und konnte damit die Malaise, das Problem lösen. Die Langstrecke hat aber dafür ein Wachstum um 15%. Also da gibt es positive Nachrichten. Und last but not least das Flottenproblem, das sind 15 Jets A220, 320 Neos. Die haben halt wegen den Pratt & Whitney Triebwerken das Grounding, weil da natürlich das Problem immer noch nicht gelöst ist. 5 in der Wartung, heißt also bei 20% liegt der Flottenstillstand. Das ist natürlich nicht für die Produktivität gut. Erklärt auch ein bisschen, warum es auf der Langstrecke läuft, aber auf der Kurzstrecke immer noch Restriktionen gibt. Zitat möchte ich euch nicht vorenthalten von Jörg Eberhard. Triebwerksprobleme der Teilflotten zu 2023 erweisen sich als hartnäckiger, als wir vor 6 Monaten erwartet haben. Ja, man hört ja, dass das aufgelöst sei, das Problem. Und dem ist anscheinend nicht so. Sollte Lufthansa trotz aktueller Flottenprobleme die Beteiligung der ITA 2026 auf 90% erhöhen oder erstmal abwarten? Und da muss ich halt auch jetzt ehrlicherweise sagen, ich war auch skeptisch mit der ITA, weil die ITA natürlich nicht unbedingt den Ruf hat einer Cash-Cow, nicht unbedingt den Ruf hat einer Geschichte, wo man sagt, ja, ihr seid tipptopp unterwegs. Deshalb muss ich da so sagen, nee, Lufthansa hat das gut gemacht. Also da müssen wir die Lufthansa mal loben, wo Lob angebracht ist. Vielleicht aber auch mehr die ITA loben für die Anstrengung. Aber ich denke mal, dass Lufthansa nicht ganz unbeteiligt ist. Aber auch hier könnt ihr schreiben, was ihr dazu denkt und wo ihr seht, wer dafür der Schuldige ist, dass dort die Fahrt nach oben aufgenommen wurde. Ja, wo auch die Lufthansa eingestiegen ist, das ist bei Air Baltic, dem Wetlease-Partner, der ja für einen die Spitzen übernehmen soll. Da hatte ich ja auch gesagt, naja, nun gut, die können billig, bis Lufthansa kommt. Werden wir sehen, was da passiert. Aber die 10% Anteile sind an Lufthansa übergegangen. Man ist offiziell jetzt Anteilseigner seit August 2025. Das strategische Ziel ist halt die Sicherung der Wetlease-Kapazitäten. Man hat bis zu 21 A220-300er, auf die man zurückgreifen kann von den Letten in dem Fall. Das Kartellamt hat den Deal wegen geringer
Sitzgröße, man sagt zähneknirschend, akzeptiert. Gut. Und die Air Baltic-Prognose sind 5,2 bis 5,4 Millionen Passagiere mit 780 bis 800 Millionen Euro Umsatz in 2025. Also auch Zahlen, die durchaus positiv sind. Trotz 4,6% weniger Passagiere im Sommer konnten die höheren Ticketpreise durchgesetzt werden. Und damit konnte man das natürlich ein bisschen kompensieren. Andreas Mund vom Bundeskartellamt möchte ich da auch nochmal zitieren. Die geplante Beteiligung löst auf mehreren Flugverbindungen zwischen deutschen Flughäfen und Baltikum erhöhte wettbewerbliche Bedenken aus. Ist ja ganz klar. Also das heißt, die ganzen Strecken zwischen Tallinn, Deutschland, Riga, Deutschland, die ja halt Air Baltic und die Lufthansa bedienen, haben natürlich dann Potenzial dazu, dass man da monopolisiert. Bin mal gespannt, was da passiert. Haltet ihr es für richtig, dass man sich bei der Air Baltic eingekauft hat? Haltet ihr es für richtig, dass das Kartellamt gesagt hat, ja, hurra, das ist in Ordnung? Oder seid ihr da der Meinung, nee, war ein falscher Fehler? Bin ich mal gespannt. Vielleicht müssen wir auch Abhilfe leisten, wie ich das jetzt bei der ITA machen musste. Oder habe ich Alitalia nicht gesagt? Nein, sagen wir einfach ITA. Beim Thema Allegris, da ist es halt so, dass die Leute sich spalten. 10% der Flotte haben ja nur Allegris-Sitze auf der Langstrecke. Und viele haben da immer noch Probleme. Man hört ja vereinzelt, dass der Service schlecht ist auf Allegris-Flügen. Ich weiß nicht, ob das Ausreißer sind. Ich selber fliege mittlerweile gar nicht mehr so viel Lufthansa, wie ich das getan habe. Kann da nur auf eure Meinung zählen und was ihr dazu sagt. Aber der Net Promoter Score ist von plus 27 auf plus 75 in der Allegris Business Class geklettert. Und das ist natürlich ein absolut vorbildlicher Wert. Und man kann auch Zusatzgebühren von bis zu 600 Euro pro Strecke für Business Suites dort anscheinend erlösen, so wie das aussieht. Denn man hat eine Ertragssteigerung von 15% als Yield Uplift. Also das heißt, Yield Uplift ist das, wo die Fluggesellschaften ihre Umsatzerlöse pro Sitzplatz nach oben schrauben, also der Durchschnittssitzplatz. Lufthansa sieht Allegris natürlich demzufolge logischerweise und konsequenterweise als Premium-Erfolg. Das heißt also, dass man das so gemacht hat, findet man toll. Zitat auch hier von Lufthansa Q2 beim Investor Presse Presentation oder Investor Presentation. Man spricht von einem plus 75 NPS, was sicherlich schon nah am erhofften Wert liegen dürfte. Ja, also insofern ja, natürlich. Ist klar, ist natürlich ein Tippitopp-Wert. Findet ihr die Preisaufschläge für Lufthansa Business Suiten gerechtfertigt, wenn gleich die Zufriedenheit so stark steigt? Ist das etwas, wo die Leute einfach sagen, ich komme von so einem niedrigen Niveau, dass ich auf dem Niveau dann schon happy bin? Oder ist das wirklich so, dass ihr Allegris toll findet von den Sitzen her? Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Deshalb lasst uns mal einfach jetzt bei dem nächsten Thema beleuchten, wie die Allegris-Sitze zu bewerten sind. Welcher ist der beste Sitz? Gibt es überhaupt einen besten Sitz oder ist ein Sitz einfach nur für jeden ein unterschiedlich bester Sitz, je nachdem, wann er wie fliegt und mit wem er fliegt? Weil viele beschweren sich ja immer noch, wenn man mit 2 Leuten fliegt, ist der Allegris shitty-popetti, weil es halt so wenige Honeymoon-Seats gibt und sie auch eigentlich, ja, ich sag mal, in der Mitte gelegen sind und damit natürlich ein Problem bereiten. Ja, also die Sitzplatzoptionen sind ja die Classic-Sitze, 0 Euro. Dann gibt es den Privacy Seat mit 100 bis 170 Euro preislich circa. Dann die extra Long Bed, der ist bei 100 bis 170, den ist persönlich mein Favorit. Der extra Space Seat ist 130 bis 230. Die Business Suite sind halt 400 bis 600, in der Spitze halt die 600. Wichtig ist hier natürlich zu sagen, dass man als Senator Horn kostenlose Reservierung für einige Kategorien durchaus hat. Die Business Suite, höchste Privatsphäre, hat ja auch die verschließbare Tür und damit ist das auch der teuerste Sitz mit bis zu 600 Euro, je nach Strecke. Der Extra Space Seat hat natürlich dort ein Captain Kirk-Gefühl, nenne ich es jetzt einfach mal. Man hat so viel Ablagefläche und so weiter. Macht auch nur Sinn, wenn man alleine fliegt, ehrlicherweise. Der extra Longbed, ja klar, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Bei 2,20 Meter, wenn ich 2,1 Meter bin, ist klar, warum es mein Favorit ist. Ist aber für mich in der Schulter relativ eng. Das ist so mein Gefühl. Und dann der Fensterplatzsitz, den ich auch relativ toll finde, weil er halt die Privacy hat, aber auch das Fenster hat. Und das ist natürlich etwas, was für viele
spannend und wichtig ist. Also ich möchte teilweise gar nicht mehr ohne Fenster fliegen, aber nicht in der Economy Class, sondern Business Class. Ja, und dann der Classic Seat, der ist natürlich kostenlos. Was ist euer persönlicher Favorit? Ich bin da immer so ein bisschen mit den Extra Privacy und dem Longbed, je nachdem wie lang der Flug da ist. Heißt also am Ende des Tages, da bin ich ein bisschen gespalten. Ich bin mal gespannt, was ihr als Sitz empfindet. Würdet ihr den besten Sitz in der Business Class die 600 mehr zahlen, der Suite? Ist es euch das wert, nochmal zusätzlich zum Ticketpreis? Oder sagt ihr, nee, ich poker drauf, dass ich vielleicht da drauf komme. Glück oder so weiter. Bin ich mal auch hier gespannt. Cathay Pacific, ja, eine Fluggesellschaft, die für Service steht, wo man auch sagt, die sind relativ tipptopp vom Service und vom Angebot, von der Qualität her, aber jetzt wieder so ein F-up, wie man so schön im Englischen sagt, wo die Passagiere, die die Flüge gebucht haben, nicht umgebucht werden auf andere Fluggesellschaften, obwohl die fliegen. Ich verstehe das natürlich, dass man Revenue Protection machen will, aber Gesetze sind halt Gesetze, besonders wenn es nach Europa geht oder nach Amerika. Das Department of Transportation ist ja auch relativ klar in der Ansage. Heißt auf den nächsten verfügbaren Flug und auch wenn es eine andere Fluggesellschaft gibt. Und vom 28.12. bis zum 1. Quatsch, das war das nächste Thema. Das ist Avios. Gott, in der Zeile verrutscht. Ist es so, dass man die verweigert, die umbuchen. Passagiere müssen gegebenenfalls Tage warten, wieder bis Cathay-Flug verfügbar ist. Das heißt also, das ist ja nicht nur so, dass die nicht fliegen, sondern auch wenn sie fliegen, halt die Plätze voll sind, logischerweise, weil sie nicht geflogen sind. Und da gibt es halt wirklich, dass man dort dann selber umbuchen muss und eventuell das Geld einklagen muss oder da ein Problem hat. Da muss man schauen. Und es gibt auch Unterschiede anscheinend Richtung Märkte. Das heißt also, wenn man innerhalb Asiens fliegt, wo die Rechte relativ non-existent sind, wird natürlich anders agiert, als wenn man weiß, dass es irgendwo dann die Möglichkeit gibt, dass der Passagier dann trotzdem das Geld wieder zurückholt. Ja, 2021 strich Cathay die Verpflichtung zur Umbuchung auf andere Airlines aus den Beförderungsbedingungen. Wobei natürlich Beförderungsbedingungen, wissen wir ja alle, was da drin steht, das ist ja natürlich ein Vorschlag. Das muss aber gerichtlich kontrolliert werden können und wird es ja auch, wenn es halt jemanden übervorteilt oder wenn es halt einfach Quatsch ist, was gegen Gesetze verstößt. Ja, ich denke mal, dass man da sagt, blöd, ne, wenn man da seinen Ruf ruiniert. Solltet, wie seht ihr das, wie Fluggesellschaften sich aus der Pflicht stehlen und dass man dann halt auf Konkurrenz und so weiter umstellen müsste. Für mich ist es selbstverständlich, aber könnt ihr auch gerne was zu schreiben. Jetzt kommen wir aber zum Zeitraum vom 28.12. bis zum 1.1. Da gibt es einen Flug nach Rovaniemi mit Iberia auf Avios nur. Das ist immer ein Flug, der dann natürlich mit Main-Junkies unterwegs ist, wo Leute drin sind. Ich bin mal gespannt. Den Weihnachtsmann ist natürlich auch so eine tote Zeit, aber auch eine teure Zeit in Rovaniemi. Heißt also tote Zeit, in dem Fall tot für die Fluggesellschaft, weil die Leute ja dann da sind, wollen dann nicht mehr großartig weg. Aber im Winter ist Rovaniemi echt teuer, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Ihr zahlt euch tot. Und dieser Flug ist mit 12.000 Avios pro Richtung buchbar. Kein Verkauf von Bargeld-Tickets. Die Zielgruppe sind natürlich Familien oder Leute, die halt solche Adventures haben wollen, die mal wirklich da ein bisschen Spaß, ein bisschen was anderes haben wollen, die Schnee mögen, die halt den Weihnachtsmann auch besuchen wollen in Lappland. Und ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ist natürlich eine interessante Geschichte, dass man das als Testballon macht, um Flüge, die halt leer sein würden aus meiner Sicht, dass man das macht. Ihr könnt ja schreiben, würdet ihr so einen Erlebnisflug Madrid-Rovaniemi, habe ich gesagt Madrid? Also aus Madrid nach Rovaniemi buchen, um dort dann Silvester zu feiern, wenn es extremst teuer eigentlich ist. Also der Flug ist ja fast noch das billigste. Und vor allem kriegt man überhaupt noch Betten. Also das ist immer so ein Problem, weil die besten Plätze sind schon verkauft. Ihr denkt dann wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auch die Fragen des Tages zu beantworten. Sprecht euch aus der Seele, was ihr von der Lufthansa Allegris haltet. Ist das gerechtfertigt mit dem Net Promoter Score, dass der so gestiegen ist, dass man die höheren Preise durchsetzt? Und dann das andere ist, was auch spannend ist in meinen Augen, natürlich, was ist euer Lieblingssitz in der Allegris? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt an, den Kanal zu abonnieren und ich mache einen Abspann, weil sonst wiederhole ich mich. Also, bis dann. Ciao, bis zur nächsten Sendung.